Tja, hier hängt nicht die Wäsche auf Leine, hier hängen die Meißenknödel auf Leine. Und Amy findet es natürlich wieder super interessant. Na komm raus, Käthe. Ist schwer, ne? Einen schönen guten Morgen. Wir waren heute Nacht hier in Storklinten. Das ist in der Nähe von Lulea. Und das ist ein Skigebiet. Und natürlich wieder mal mit einem fantastischen Sonnenaufgang. Es ist übrigens 9 Uhr. Heute ist der 30.12. Ja, da hinten. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das sieht einfach nur irre aus wieder. Die ersten Leute sind schon auf den Skipisten. Die fahren schon die Hänge runter hier hinter mir. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Da sind Teil der Pisten. Die sind aber hier auf dem ganzen Berg verstreut, so wie ich das auf dem Plan richtig gesehen habe. Ja, das hat gestern Abend geregnet. Das war auch echt warm. Es war ein Plusgrade, plus 1 Grad sowas gestern. Gab natürlich auch gleich Eiskletterwarnung. Deswegen sind wir dann beim Fahren hier relativ zügig abgebogen und haben dann hier angehalten und haben da unten geschlafen. Da ist auch ein Campingplatz mit dran. Ist also auch für das leibliche Wohl soweit gesorgt. Es sind Restaurants und hier sind ganz tolle Hütten und sowas. Und das ist echt schick hier. Aber wir werden dann weiterfahren. Und jetzt hier bei der Morgenrunde mit Amy ist mir auch aufgefallen, dass es an einigen Stellen verdammt glatt ist. Mal gucken, wie wir da wegkommen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, tun erstmal in Ruhe frühstücken. Dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Und dann geht's weiter. Ich wünsche euch einen schönen Tag und genießt unser Video. Schaut euch mal die Farbe von dem Berg an. Dadurch, dass die Sonne hier nicht aufgeht und praktisch den ganzen Tag Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang ist, sieht das hier mehrere Stunden so aus. Es ist einfach nur fantastisch. Ich kann es halt nur wie immer wieder sagen. Herrlich. So, hallo Leute, ich hoffe, ihr könnt irgendwas verstehen. Das ist ziemlich windig. Ich bin hier gerade voll im Schnee eingesackt. Da. Egal. Ihr könnt sehen, da hinten kommt die Sonne schon wieder über den Horizont. Heute ist der 30.12. Wir sind ungefähr 20 Kilometer südlich vom Polarkreis. Ich hoffe, ihr könnt irgendwas verstehen von dem, was ich erzähle, weil so viel Wind ist. Ja, aber die Sonne ist wieder vollständig da. So, und jetzt tut mein Fuß voll Wasserlauf. Na Schatz, schöne Sonnenfotos machen wieder. Am fast Polarkreis. Ja. Schön. Also wir kommen kaum weiter, weil wir ständig anhalten müssen, weil das so ein tolles Licht ist. Und da könnt ihr mal die Regenbogenwolke in voller Schönheit sehen. Also das gibt es hier an ganz vielen Stellen. Ich finde, es sieht einfach nur traumhaft aus. Wie gesagt, Nordlichter haben wir nicht gesehen, aber dafür diese wunderschönen Regenbogenwolken. Das schreit danach, aus dem Dornröschenschlaf erweckt zu werden. I was lost without any direction. Had a line so many times. Treu nach dem Motto, wenn ihr Zeit habt, dann kann ich noch ein bisschen fressen. Soll ich die mal hinschmeißen? Ui. Wir jagen den aber nicht. Du riechst die Möhre. Hier ist die bestimmt. Hier. Without me, without me, without me. I have tried, yeah, to become better. But I'd lie again if I said it'll last forever. I know I make mistakes. It's
it's just the way I am. Also wir sind jetzt in der Gamelstadt Kierkegaarden in der Nähe von Lulea. Diese kleinen Hütten, die ihr da im Hintergrund seht bei mir, das ist ein Kirchendorf gewesen und da konnten die Gläubigen sozusagen übernachten, um dann da vorne in die Kirche zu gehen. Das Ganze ist ungefähr 400 Jahre alt und es gibt Erwähnungen, die über 1000 Jahre zurückgehen. It's not that easy, knowing you'll do better without me. Without me, without me. Oh, oh, oh. Schatz, du sollst sie mir nicht selber essen. Die sind für dich. Ich habe die nur aufgepellt. Ich kann die aber nicht reingeben hier. Ja, dann schmeißt du. Upsala. Hier. Cause yeah, there's not a part of me that wants to say no. But I have realized I had to let go. Oh, cause something's broken and I'm the reason. It's not that easy, knowing you'll do better without me. Das ist hier überall auf den Tankstellen, ist Wasser und Luft und so in diesen Schränken, damit das bei den Außentemperaturen nicht einfriert. So. I know I messed up. Yeah, I know I did you wrong. Einen schönen guten Morgen. Wir sind jetzt in Rathan, stehen hier auf so einem kleinen Wohnmobilparkplatz. Eigentlich hat hier alles geschlossen, auch die Campingplätze ringsrum, was mich wirklich sehr verwundert, denn hier an der, ich glaube das ist die E10, die hier an der Küste lang geht, also wir sind ungefähr 600 Kilometer oberhalb von Stockholm. Sämtliche Campingplätze geschlossen und ja, das war jetzt auch nicht so der Brüller, dass man jetzt hätte sich hier irgendwo Frischwasser oder so, klar an Tankstellen geht immer. Aber wir haben gestern Abend auch 3 oder 4 Versuche gebraucht, um dann auf den Stellplatz zu kommen. Hier ist so glücklicherweise in Rathan so ein Quick-Stellplatz am Wasser, also so ein Kurzparker. So, wir fahren ja dann wieder vor zur E10, fahren dann weiter Richtung Süden, leider, weil wir ja am 5. unsere Fähre wieder bekommen müssen und nach Hause fahren müssen. Ja, mal gucken, was der Tag heute noch bringt. Wie gesagt, heute ist der 31.12. Wir haben also Silvester und wir versuchen heute Abend mal einen Platz zu finden im Wald irgendwo, wo wir nach Möglichkeit auf eine Stadt runter gucken können und wo wir trotzdem unsere Ruhe haben, ohne Feuerwerk, ohne alles. Und mal schauen, ob das alles so klappt. Hinter mir ist wie gesagt die Ostsee, also dieser Stellplatz hier in Rathan, der liegt direkt an der Ostsee. Und hier gibt es auch noch einen Campingplatz, der auch an der Ostsee direkt ist. Aber wie gesagt, alles geschlossen. Frischwasser und Co. ist hier Fehlanzeige, gibt es nichts. Im Landesinneren an der E45 hatten wir da überhaupt keine Probleme gehabt. Und wenn die Campingplätze geschlossen waren, dann waren meistens sowieso die Hütten auf oder ähnliches. Und wie gesagt, wenn man da nett gefragt hat, dann haben die da immer irgendwas möglich gemacht, dass man da stehen konnte. Auch das Gespräch mit den Leuten ein deutlich anderes wie hier gestern, wo wir hier lang gefahren sind. Da hast du wirklich gemerkt, dass die Leute überhaupt keinen Bock haben, sich mit uns zu unterhalten oder irgendwie Lust haben, hier was mit dem Camper zu machen. Also die sind hier scheinbar an der E10 sowas von übersättigt und auch mit dem Verkehr, der hier lang geht. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob doch, das ist die E10, aber ob gleichzeitig die E4 auch da lang läuft. Ne, das ist die E4, entschuldigt. Also das ist die E4, auf der wir hier unterwegs sind, die praktisch hier an der Küste, an der Ostsee lang geht. Ja, an der Küste ist übertrieben, aber in der Nähe des Meeres an der Ostsee lang geht. So, das Schneeproblem scheint sich jetzt die Nacht auch gelöst zu haben, denn das waren immer so Temperaturen um die 0 Grad und eigentlich ist so gut wie der Schnee weg. Hinter mir seht ihr noch, ist noch ein bisschen weiß, aber das ist gut. Das ist nicht mehr so viel. Was jetzt natürlich ist, gestern Abend hat es auch geregnet kurz.
Und teilweise, also auf den Straßen geht es soweit, wie ich das bis jetzt beurteilen kann. Aber die Fußwege und die Gehwege und die Zuwege zu den Häusern hier und sowas, die sind spiegelglatt. Das ist eine einzigste Eisfläche. I know I messed up. Yeah, I know I did you wrong. But I learned my lesson. Now what if we could move on? Remember the good days. I wish that we could go back. I know I'm not perfect, but at least give me a try. So, nun dachte ich, wir kriegen heute gar keinen Sonnenaufgang. Es ist so also Sonnenaufgang schon, aber das ist so bewölkt, dass man ihn nicht sieht. Und da ist er. Voilà. Making you feel like you're not good enough. Give me a chance. Yeah, baby, try just one more night. Then make up your mind. Keine Ahnung, ob ihr das sehen könnt, aber hier habe ich auf jeden Fall einen schönen Steinschlag gerade kassiert. Ach ja, na gut. We used to be strong, love. Don't forget where you're coming from. A heart like that, don't give up that easily. I wanna see you be mad, yeah, get mad at me. I'm sorry for making you feel like you're not good enough. 'Cause you're the best, you know. I'm sorry for making you feel like you're not good enough. Happy New Year! 0:14 Uhr. So, mal ein bisschen unter die Straßenlaterne gehen. Hinter uns ist irgendwo Sundsvall. Und hier oben standen eben noch Leute, die mit das Feuerwerk gucken wollten. Und jetzt ist keine Sau mehr hier. 0:14 Uhr und es ist nichts los. Wir wünschen euch ein gesundes neues Jahr. Tschüss! Ja. Happy New Year. Aufnehmen. Ach so. Euch auch allen. Cheers! Der blinkt aber nicht. Was soll der nicht blinken? Der blinkt doch. Klar, und dann ist auch perfekt als Schatzi. Da muss ich blinken. Dicke. Happy New Year! Happy New Year!